Kamin haben sie auch schon gemauert. Ich frage mich, wo sie das ganze Zeugs hernehmen. Hatten ja auch nur Bretter und jetzt wird da alles Mögliche zusammengebaut. Gestern erst 500 Stufen gelaufen. Ist doch nicht so groß, der Park, hast du gesagt. Genau. An irgend sowas kann ich mich auch noch erinnern. Also dürfte es da eigentlich gar nicht so viel Rumgelaufe geben. Mal anstehen. Aber beim Anstehen läufst du ja nicht. Da stehst du ja nur. Ja, ich weiß, auch das ist ermüdend. So. Wurde jetzt da mein Häuschen schon gebaut? Wahrscheinlich noch nicht. Onkel hat bereits die nächste Aufgabe für mich dort drüben. Ach, das ist mein Waffenkoffer. Steht eigentlich auch zufällig irgendwo Rasiertischchen? Diesem Minicamp? Oder ist Rasieren nicht mehr so angesagt? John hat ja mittlerweile rechten Bart bekommen. Ja, ist aber langweilig und das macht müde. Onkel. Ja, dann bleiben wir halt noch ein bisschen bei Vollbart. Ah, da liegt das ganze Holz. Wo ist der Bauplan? Der IKEA-Bauplan für meine Hütte. Damit ich weiß, wie ich die ganzen Planken zusammenhämmern muss. Ah, er studiert ihn wohl gerade. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think. Just to be safe, I'll do the reading and planning, and you do the building. Ja, das war klar. Try to weasel out of doing any work. Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Nett, danke. Well, first thing it says the foundation. Ob der schon jemals richtig gearbeitet hat? Heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Okay, Häuschen bauen. Woher nehmen sie jetzt die Mauersteine da? Die habe ich gar nie gesehen auf dem Wagen, nur das Holz. Oh, das gibt aber ein schönes Häuschen. Oh. Ich versuche es anzuheben, gut. Darf ich jetzt loslassen? Ja, tragen. Wir bauen ein Haus. Boom. Zack, 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 zack. Nächster Balken. Freche Vogel da. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a Nagel einschlagen. Well, we worked so hard to build a little house together. Nachtpause, genau. In the snow or the rain Würde ich or auch the ice sagen. cold
when, whenever. No matter Weiter geht's. what the weather, we're together. Der Regen kommt. Wir sind zu langsam gewesen. Wenigstens kocht er etwas Kaffee oder so, Onkel. Ich hab den Hammer schon auf Johns Finger gesehen. Zum Glück muss ich nicht selbst zielen, sonst wird es wahrscheinlich passieren. Kamin haben sie auch schon gemauert. Ich frag mich, was sie das ganze Zeugs hernehmen. Hatten ja auch nur Bretter und jetzt wird da alles Mögliche zusammengebaut. Bisschen mit fassen könnte Onkel John. Ich glaube, so ein Haus bauen macht Spaß, wenn man alle Utensilien hat. Du meinst so in dieser Art da, so ähnlich wie ein IKEA-Möbel. Nur ein bisschen größer. Oh. Und das auf 2 Wagen mit Brettern. Zack, zack. Ich glaube, ein ordentliches Häuschen. Bin ja gespannt, wie groß ich mich jetzt mittlerweile verschuldet habe. Oh. Doch, gefällt mir. Ein paar Dachschindel befestigen. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. Nicht schlecht. And you, Charles. As long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Auf das neue Heim. Gets his woman back. Prost. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool. And Natürlich I'm sure I shall Nathanael. die a fool. Gleich noch ein Schluck. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours. Ja, das We are gehört going uns to jetzt. try our hand at Und ranching. wir gehören der Bank. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful. Eine riesige In his Hilfe. own fashion. Ah, auf seine Art, okay. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Charles ist super, ja. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Wenige Tage später. Ein neues Jerusalem habe ich abgeschlossen. Oh, hat er aber ein schönes, großes Haus gebaut. Krass. Und, kommt Abigail nach Hause? Uncle, I thought you was... Where the hell?
Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Was? Silber? Was hätte ich denn da anders tun können? Nägel schneller einschlagen oder was? Hämmere die Nägel mit einer Genauigkeit von 80% ein. Wie macht man das? Ich konnte einfach nur die Maustaste drücken. Schließt die Mission innerhalb von 3 Minuten und 35 Sekunden ab. Kann man das überhaupt langsamer? Das war ja mehr oder weniger eine Zwischensequenz mit Rumgeklicke. Na gut. Aber ich habe ein Haus. Ich werde auch gleich schauen, wie es da drinnen aussieht. Ob er auch schon ein paar Möbel aufgestellt hat. Ich habe es gehasst, als wir den Dachboden schornsteinfeger sicher gemacht haben, mussten den Boden mit dem Holz aus unserem Wald bauen. War nicht meins. Ja, es musste schon ein bisschen liegen, so Bauarbeiten oder so, sonst macht es, glaube ich, nicht so viel Spaß. Habt ihr selber gebaut? Ja, mein Papa und ich. Mit dem Papa hast du den Dachboden umgebaut. Meine Eltern wollen auch ein Haus bauen. Also auch selber so richtig selber mit anpacken oder ein Haus bauen lassen. Ein ganzes Haus könnte ich gar nicht mit meinem Papa bauen, da fehlen uns Erfahrungen. Aber wir fixen immer mal was an unserem, das ist knapp 300 Jahre alt. Ja, ich glaube, heutzutage baust du auch nicht mehr selbst einfach so ein ganzes Haus. Da brauchst du so viele verschiedene Spezialisten und alle möglichen. Wenn du nicht gerade irgendwie so eine kleine Hütte im Wald oder so baust, im richtigen Haus, da braucht es die diversen Handwerker. Da kannst du höchstens mithelfen, Teile selber machen und so. Aber ganz alles selber bauen wird schwierig. Selber bauen und mein Opa ist der Architekt. Meine Großeltern haben ja Erfahrung, haben ja auch ein Haus gemacht und auch richtig viele Räume und so. Ja, das haben sie doch bestimmt auch nicht ganz ohne Hilfe einfach so gebaut, Nathanael. So ein richtig großes Haus. Sonst wird es zu einer Lebensaufgabe. Sie sein ganzes Leben damit beschäftigt, das Haus zu bauen. So, darf ich wenigstens rein in mein Haus? Ja, darf ich. Ein bisschen machen wir mal Hausbesichtigung da. Oh. Neues Haus, aber schon ein Zimmer völlig zugemüllt. Also die Jungs sind offenbar nicht gerade sehr ordentlich. Alles dreckig. Dreckiges Geschirr. Alles schon verschmutzt. Also das Zimmer hier dürft ihr Abigail nicht zeigen, wenn sie vorbeikommt. Wasser, Strom, Grundlegung, Architektur, Dachdecker. Nee, das ist mir alles zu viel. Ich weiß nur, dass mein Vater damals mit anpacken musste mit 5 Jahren. Ja, mit anpacken, das geht natürlich. Wenn du vielleicht noch in der ein oder anderen Fachrichtung selber ein bisschen bewandert bist, selbst ein bisschen Wissen hast, kannst du da schon auch große Teile mitbauen. Aber komplettes Haus selber bauen in der heutigen Zeit wird, glaube ich, schwierig. Er musste immer in die Stadt und Trinken holen. Also das Zimmer da ist abgeschlossen. Mein eigenes Haus und das Zimmer ist abgeschlossen. Ja, aber auch hier. Hey Jungs. Bisschen sauber machen mal. Abigail dreht doch gleich wieder um, wenn sie das sieht hier. Von draußen schönes neues Haus und drinnen schon alles verdreckt und schmutzig. Das scheint
So eine Art provisorische Küche zu sein. Irgendwie. Was habt ihr denn da für Vorhänge aufgehängt? Irgendwo auf einer Müllkippe gesammelt oder so. Manuel, das sind doch nur Laufarbeiten. Ich musste mit 5 die Hühner beim Schlachten festhalten und hatte generell die Aufgabe der Tierversorgung. Hat dir das nichts ausgemacht, so mit 5? Gut, wenn du damit aufwachst, kennst du das wahrscheinlich nicht anders. Karte von United States Railroad. Okay. Aber Doppelkamin offenbar, das ist lustig. Hier auf dieser Seite Kamin. Und da auf der anderen Seite ebenfalls. Nice. Mindestens eine Lampe haben wir schon. Schön. Schöne. Also wenn sie noch ein bisschen sauber machen wieder, ein bisschen aufräumen, noch ein paar Möbel reinstellen, dann wird das da, glaube ich, ganz gemütlich. Hübsches Haus. Und ich wüsste gern, das Zimmer ist wahrscheinlich so verschmutzt und unordentlich, dass sie das abschließen mussten. Damit da niemand mehr reinschaut. Gibt's ein Fenster? Kann ich zum Fenster reinschauen? Da stehen irgendwie noch so letzte Baubretter. Warum ist das abgeschlossen? Nicht ganz fertig oder so. Ja, die Stadt war 10 Kilometer vom Haus. Und da bist du immer hingefahren, um Getränke zu besorgen. Doch, ich bin ziemlich traumatisiert. Mein erstes Huhn ist 9 Minuten kopflos über den Hof gerannt und hat den Hund fast überschlagen lassen. Oje. Ja gut, solche Erfahrungen als kleines Kind zu machen, können wahrscheinlich wirklich etwas traumatisierend sein. Finde ich krass, dass ein Huhn ohne Kopf überleben kann. Ja, ich habe es selbst nie gesehen, aber ich habe es schon öfters gehört, dass die noch eine Weile ohne Kopf einfach weiterrennen können. Anfängerfehler. Aber okay, ich war 4, das war deutlich zu jung. Und das wird das Stall oder was wird das hier? Und einen alten Ofen haben sie da auch schon besorgt. Ja, doch, ganz hübsch, ganz hübsch. Hier liegen noch ein paar Bretter. Ich weiß das irgendwas? Ich glaube nicht. 0451. Das ist wahrscheinlich die PIN-Nummer für die Tür, wenn die mal abgeschlossen wird. Gut. Also jetzt habe ich so ein richtiges Haus. Jetzt bin ich so ein richtiger Hausbesitzer. Wahrscheinlich kommt jetzt bald mal die Bank vorbei und will ihre erste Zahlung. Da haben sie schon ein Feld angelegt, wie es ausschaut. Pumpe gibt's auch schon. Ja, die wird meine Farm. Oder meine Ranch. Die wird.
So, wo ist denn Onkel? Eigentlich wollte ich doch das Gebiet da unten noch erkunden heute. Aber dort jetzt hinzurennen, wenn Onkel so nah ist. Ein kleiner Gefallen für einen alten Freund. Onkel lässt die Seele baumeln. Dabei gibt es auf der Ranch mehr als genug zu tun. Das ist normal. So kennen wir ihn. Alles andere, wenn der mal arbeiten würde, da würde ich mir wahrscheinlich Sorgen machen, dass er krank ist oder so. Mal kurz speichern. Schließlich haben wir ein ganzes Haus gebaut. 94, ja. Nähert sich dem Ende. Bin mal duschen, komm danach wieder. Okay. Wenn du nicht eingeschlafen bist in der Zwischenzeit. Wir sehen uns. Ich sehe euch leider nicht. Nur was ihr da schreibt. So, Uncle. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. Ist We don't okay, get on with mir things noch around nicht. here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something, The only thing that this land's good for is grazing. grazing. Crazy. Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber Ach man, fellas all have 'em. vorgefertigte That schöne guy makes me Posten. hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Für sein Alter ist er ganz schön modern, Onkel. Zumindest was Hausbau anbelangt. Also jetzt auch noch eine Scheune kaufen, offenbar. You good? In the Blackwater. Let's go. Reite zum Holzlager in Blackwater. This fella probably saw you. Thought, here's some cornhusk idiot. Auf direktem Weg? Doesn't know a pre-cut home from Oder soll ich brav der Straße nach? I'm gonna rob him blind. Okay, jetzt sagt er mir, wo ich theoretisch durchgehen If sollte. I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let's get Zum robbed Glück ist again. Blackwater nicht so weit weg. You need someone Und da with some ständig sense hin to und her negotiate. reiten And müssen. some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I Ich can. habe schon genug Schulden, ja. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the Aber ich debt, habe eigentlich auch I'll Geld. lose Ich my glaube, ich könnte die Schulden home. einfach And I so do abbezahlen. like it there. You Aber er like sagt it mir too ja nicht, much. wie viel Schulden er hat. Far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Stimmt, Möbel fehlen auch noch. This is him. Noch ein paar IKEA-Schränke kaufen oder so. Wahrscheinlich gibt es jetzt Probleme. And how are we? How's little Emily? Emily. Emily? I'm sorry, how are you? Emily? Verwechselt er mich mit einem anderen Kunden? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look.
Welche We're an excellent Welche choice. Scheune We have nehmen a wir couple denn? already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's but it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Stimmt nicht mit dem Same way Typen. we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. Aber This man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, John! Hey! Is that Sadie Adler? Sadie, John! neue Kopfgeldmission oder so? Ich brauche Geld. hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing, and You up for a fight? is it legal? Oh, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Ja gut, eine kleine Schießerei. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Aber Anke kommt bestimmt nicht mit. There's money coming in. And get a crew to help with that barn. I have it on good authority we can find this bounty Ich hab at doch noch Painted Geld. Sky. I know the place. Ah, soll ich vorgehen? Okay. I'll follow you. Okay, ich gehe vor. Nach Painted Sky. All right, the Painted Sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller Wo ist denn hanging around. Painted Sky? War ich da schon? Ach, da oben. Okay. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up waiting on some out. And we're gonna get to him first. Gut, werden wir. Sadie. Hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Del Lobos? Yeah. You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans. Some of them, but some is California. Ein kurzes Pferd füttern. I've had it worse And than this some are before. regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. Wo soll da ein Weg sein? And they're friendly. Real friendly. Oh yeah. Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. And not much law except the sheriff of Tumbleweed. Ich erinnere mich He's an die making a Stelle hell of a da. go of it, but Da gab's there auch ain't schon mal eine much there to hold Schießerei. back the chaos. It's real wild country. Yeah, I met him. He sent me after a bounty might be related to this one. Esteban Cortez. It's his brother. You get around all right, Sean Marston. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nein, die Nice sind nicht nett. weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Schon befreien. Genau, irgendjemanden haben wir da befreit in sorry, Blackwater. We fought back. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. Rotten wir sie doch einfach aus, dann sehen wir keine Wanna mehr hear davon. something? I built my ranch house. Einfach weg damit. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And my Uncle hat uncle zugeschaut, genau. watched and barked the odd order at us. It's solid though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. Oh ja. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that.
I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. That's what the bank says. Oh, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Natürlich, wir holen das Kopfgeld. Was soll schon schief gehen? Da vorne. Dann schnalle ich nämlich noch das Gewehr auf die Schulter. Oder in die Hand, wie auch immer. This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Ich prüfe die Scheune, okay. Jetzt lässt er das Gewehr trotzdem da. Nimm das jetzt bitte mit. Für die Schießerei, die uns erwartet. Soll ich leise das Schloss aufbrechen? Versuch's mal. Sie ist weniger leise im Haus. Hat die Tür eingetreten. Ramon Cortez! We've come for you. Come calmly and nobody will get hurt. Ich wusste es. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Oh. Yeah, that's him. Come on, Das war zu einfach. let's get him to the sheriff. Da gibt's bestimmt Ärger auf dem Heimweg. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Nach Rhodes, okay. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Oh, shut up. We'll cross up here. Come on. Wir werden bestimmt überfallen unterwegs. Fürchtet sich John eigentlich jeweils, wenn er so durch einen Fluss reitet? So mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass er nicht schwimmen kann. Wenn Buck da mal im Fluss stolpert und er hinfällt, das sieht schlecht aus für ihn. Wir sind schon da? Kein Zwischenfall? This place still gives me the creeps. Hitch your horse up here. Mister? Bring Cortez round the front for me, will you? I'll get them ready for you. Okay, ich bringe Mr. Cortez. Einen 30 cm tiefen Fluss wird er überleben. Ja, den vorhin schon. Aber es sind ja nicht alle Flüsse so wenig tief. 300 for her head. Be quiet. I'll take it. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 Schneidet ihn in gold sogar to los. whichever one of you sets me free. I'm afraid it's After a hat little ihn immer late for gefesselt that, in die Ramon. Zelle You've been a geworfen. real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard him till my boys arrive and we can get them out of here.
Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Oh. Okay. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange warten hier. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Da kommen sie. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas! We want our friend back! You have about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools! 1, Don't be a dumb bastard! 2, This is a good town now! 3! Let them have it, boys! Der Lobos, ja. Oh. Son of a bitch! Aber die sterben wie alle anderen auch. Dann gibt's wenigstens noch ein paar weniger von der Bande da. Das Sadie geht natürlich wieder gleich drauf los da. Wir wollen sie aber nicht rausjagen. Wir wollen sie gleich erledigen, damit sie nie mehr wiederkommen. So, weg damit. Da wird nicht weggerannt. Was war das? What was that? Come on! The jail! The jail! Ah, das war eine Blew Ablenkung. my jail apart! He's gone! He's gone! Well, we brought him in. Now pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go. Also ein zweites Mal fangen. Cool. Mount up. Darf ich die plündern? Die sind ja böse. Und gemein. Einfach so. Nicht, dass wir das nötig hätten. Aber so fürs Gefühl, fürs gute Gefühl. Ein paar Leichen plündern. Dann nehme ich mir da gleich die Zeitung selber mit. Geht leider nicht. Ja, ist gut. Ja, ist gut, ich komme. Gehen wir. Am Moment. Ich esse mal kurz was für mein Adlerauge da. Sure. You've had some bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. Ugh, one of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that Jim Crack jailhouse. Yeah. Yes, we were. I don't like it. The sheriff's done a Ah, die lot haben to einige break Leute roads in the verloren lines wieder since bei the der time of the Aktion. Rays and Braithwaites, but clearly he ain't done enough. Die sterben So langsam you think aus. we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez, We're coming back with him. Don't you worry about that. Und wo reiten wir überhaupt hin, it's not Sadie? a thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I
just said it was an odd thing. How we take money from one but not the other. Everyone's got to choose Nicht ganz what they're unrecht. loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know, usually. If I Meistens. got into who deserved what, second guess every Also wir hatten auch coaster, schon öfters I'd tear Kopfgeld, out all aber my hair before I put a rope on anyone. meistens haben wir es auch If the verdient. price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works Außer ich out. bin gerade durch irgendwelche Blumenbeete gestolpert und krieg dafür ein Kopfgeld. War etwas übertrieben, aber meistens Down there. war Fire. es ja I'd gerechtfertigt. wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Ein Aussichtspunkt. Ich folge dir mal. Chef. Das war's für diese Folge mit Red Dead Redemption 2. Es freut mich, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da und klick jetzt unten auf Abonnieren. Weiter geht's mit Red Dead Redemption 2 in der nächsten Folge. Oder direkt auf meinem Twitch-Kanal. Schau doch gleich mal auf Twitch vorbei. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Lass ein Follow da und sei in Zukunft bei diesem oder anderen Spielen live dabei. Dein